weiter geht's hier. Disruptive Transformation. Ich würde sagen, jetzt zünden wir das Feuerwerk der Innovation hier an diesem Nachmittag, an Tag 1. Und ich freue mich sehr, dass Sebastian Wiechowski zu uns kommt. Komm schon mal hier hoch. Gebt ihr ihm auch einen Applaus direkt. Ich finde es immer schön, wenn man kommt. Ja, Sebastian, wir kennen uns noch vom letzten Jahr. Da war ich bei der Last Mile auf der Bühne in Berlin. Genau. Jetzt hier in Frankfurt. Damals hast du noch gesagt, Stift und Zettel weg. Ne? Wir in der letzten Meile machen hier jetzt alles mit KI und digitalisiert. Und jetzt gehst du noch weiter. Jetzt gehst du wirklich in die disruptive Transformation, die optimierte Tourenplanung dank KI, die in vielen Technologien gerade Einzug findet. Natürlich auch in der Logistikbranche, natürlich auch bei der PTV Logistik. Und du fragst dann, wohin mit dem Disponent? Was machen wir mit denen? Ich habe da schon eine Idee. Das finde ich gut. Super. Also die Bühne gehört den nächsten 20, 25 Minuten Sebastian. Ich gucke auf die Uhr. Super, alles klar. Dann freuen wir uns auf deinen Vortrag. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist er, wunderbar. Begrüßen sind Sie jetzt schon mehrfach geworden, auch von mir natürlich. Schön, dass Sie heute da sind. Ich versuche in meinen 30 Minuten zu bleiben. Wer mich kennt, weiß, das wird mir schwerfallen. Disruptive Veränderung, Transformation in der Logistik, das hat bei uns schon vor 3, 4, 5, 6 Jahren angefangen mit einem ganz anderen Move, nämlich dass wir Investoren ins Unternehmen bekommen haben, nämlich die Porsche und die Bridgepoint. Und wenn man dann mal reinguckt, ist eigentlich schon vor vielen Jahren der Meilenstein oder eigentlich die Richtung für die Entwicklung, auf der wir uns gerade befinden, schon dort gelegt worden. Wir haben nämlich sehr, sehr starke Player, die Conundra dazu bekommen, wir haben die Axilog dazu bekommen ins Unternehmen und daraus eigentlich ein ganz, ganz starkes Unternehmen, ein neues Unternehmen zu formen, nämlich die PTV Logistik. Vielleicht so ein bisschen die Historie, da kam auch so ein bisschen die Verwirrung her, gerade der Philipp hat sich natürlich für ein Wettbewerbsprodukt, die Conundra, entschieden, ist von der PTV weggegangen. Dann ist PTV und Conundra wieder zusammengewachsen, weil die halt einfach wir jetzt zusammengehören und damit ist es automatisch wieder PTV Logistik gewesen. Ja, also ein sehr, sehr positiver Move. Der Matthias hat vorhin schon einen sehr, sehr guten Überblick über unsere Produkte gegeben. Mein Schwerpunkt heute wird tatsächlich das Thema PTV Optiflow und Optiflow SaaS sein. Ich möchte aber natürlich nochmal erwähnen, für alle, die es interessiert, weil heute sind sowohl Endkunden als auch Partner da, alles, was wir uns heute vielleicht mit einer Oberfläche angucken, als SaaS-Lösung angucken, gibt es natürlich als integrative Lösung. Wir werden auch morgen Marius zusammen mehrere Deep-Sessions dazu haben, mal die Tools als solches vorstellen. Das heißt, unsere Darbietungsform, Matthias hat es vorhin gesagt, die Darreichungsform unserer Produkte wählen Sie letztendlich selbst. Wollen Sie ein Produkt oder wollen Sie auf den Tools arbeiten? Alles andere kennen Sie sicherlich auch. Axilog dann für die zukünftige Ausrichtung, das heißt von der Planung rein in die Durchführung und dann das Thema Learning und Verbesserung, das sind die Themen, die uns zukünftig antreiben. Produkte selbst, ich würde sie gar nicht so groß vorstellen jetzt, weil ich möchte Sie ganz, ganz herzlich einladen, zu uns wirklich in die Deep Sessions zu kommen. Wir stehen vorne, strategisch sehr günstig, direkt am Buffet mit dem Optiflow-Präsentator. Daneben steht das Axilog. Die Kollegen sind dort und ich werde auch direkt nach dem Workshop dorthin gehen. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir direkt für Sie mit Ihren Problemen, mit Ihren Fragen, mit Ihren Interessen zur Verfügung und klären eigentlich die Dinge dort. Deswegen springen wir ein bisschen schneller drüber, kommen so ein bisschen eigentlich in das Thema tatsächlicher Vortrag, disruptive Transformation in der Logistik. Was ist das? Und ich versuche Ihnen das jetzt nicht zum 100. Mal zu erklären, was nur eine Veränderung und eine wirklich bahnbrechende Veränderung eines Geschäftsmodells oder Geschäftsprozesses als solches ist. Wir haben es gerade gehört. Wenn ich eine gute funktionierende Logistik habe, ist eigentlich das Geschäftsmodell dahinter nicht egal, aber tauschbar und mehrfach abbildbar, haben wir gerade eben bei der Diner Group gehört. Das heißt, da mache ich einfach ein neues Business auf, aber mit einem ganz neuen, innovativen Bereich. Und wer so die Dinge kennt, ich glaube neulich im 3. irgendwo war es, da gab es so eine schöne Sendung, das hieß, das war dann mal weg. Das ist nämlich genau das, eine Telefonzelle gibt es kaum mehr. Bei uns in Berlin sind da jetzt kleine Bibliotheken drin, da kann man sich ein paar Bücher ausleihen, tauschen, ja, sicherlich ein ganz neues Konzept. Was aber ist da tatsächlich jetzt in dem Bereich disruptive Veränderung, KI und Algorithmen in der Logistik bei uns unterwegs? Ja? Ich habe heute auch in Vorbereitung darauf mit unseren Partnern mal über das Thema gesprochen. Sie haben ja gesehen, draußen stehen die Brabender, die COS Software, LIS, Planis
und die Infras 360, die als Partner zu uns gekommen sind, die zum Teil unsere Lösung natürlich ganz tief integriert haben, aber die darüber hinaus jeden Tag auch integrative Lösungen heute schon mit KI, natürlich Algorithmik auch haben. Und was wir hier sehen, ist so ein ganz klassisches Planungstool. Das ist Optiflow, was jetzt hier läuft, in dem Fall in der SaaS-Applikation. Ja. Das heißt, wir werden sehen, dass sich Logistikprozesse ganz nachhaltig und massiv verändern. Ganz spannender Vortrag war vor 3-4 Wochen, war ich mit der Katja zusammen bei der Transaktuell in Dietzenbach hier um die Ecke bei Renus, das war der Veranstalter, da saßen 45 Spediteure, Stückgutspediteure, wer das Business kennt, deutschlandweit, und haben darüber gesprochen, wie sie sich zukünftig verändern werden und dass sie ja alle schon Tourenplanung einsetzen. Und dann haben wir mal explizit gefragt, wer davon plant dann wirklich schon automatisch? Also wo sitzt noch ein Mensch vor einer Karte und schiebt auf einer Oberfläche jeden Tag Touren hin und her oder es macht eine Regel? Ja? Und wer plant wirklich automatisch? Es sind alle Hände unten geblieben. Weil in diesem Markt halt die wirkliche Automatisierung noch gar nicht da ist, sondern wir über Tourenoptimierung schon reden, aber die ist optimiert wird sie eigentlich hier, ja? Über den Menschen, über den Benutzer, der davor sitzt. Und genau das ist eigentlich das, was wir Ihnen anbieten wollen, das Thema automatische Tourenoptimierung und Transportvisibilität mit den beiden Produkten, die wir haben, da wirklich massive Veränderungen in Geschäftsprozesse, in Arbeitsabläufe, in Ihre Unternehmen zu bringen oder in die Unternehmen Ihrer Kunden für die Partner unter Ihnen. Ja. Ich gehe gar nicht auf jeden einzelnen Punkt einzeln drauf ein. Ich glaube, jeder davon hat schon so eine Idee, an was er zukünftig arbeiten möchte, was die spannenden Entwicklungen dabei sind und was für ihn eigentlich die wichtigsten Punkte sind. Was für mich immer wichtig ist, wenn wir natürlich darüber reden, was ist ein USP, was ist ein Vorteil, warum sollen wir das tun, da kommt natürlich als erstes immer der Punkt, wir reden über Kosten. Das heißt, wir reden nicht nur darüber, dass wir eine Tour besser, CO2-neutraler machen, natürlich auch, das ist mit einer der wichtigsten Punkte für die Zukunft, aber wir reden vor allem über eine Kostenreduktion. Und genau das haben wir eben gerade auf der Folie eines unserer Kunden gesehen. Ja, wir reden über eine Kostenreduktion von 8, teilweise bis zu 10, 12, 15%. Die Frage ist immer, ich sage es immer ganz ehrlich zu den Kunden, die Frage ist, wie schlecht ist Ihr Tourenplan heute? Wie viel Kosten wir einsparen. Ja? Und das sind im Mittel, was wir heute erleben, zwischen 10 und 12%, die absolut realistisch sind, die wir realisieren können mit den Tools. Ja? Natürlich passiert da noch viel, viel mehr, wenn wir über Automatisierung reden. Ja? Für mich ein ganz wichtiger Punkt, und den höre ich auch immer wieder, das ist das Konservieren von Wissen. Jeder von uns, wenn er in den Praxisprozess mal einsteigt und mit so einem Disponenten redet und sagt, wie planst du denn? Wir hatten es vorhin irgendwo in einem Vortrag gesagt, setz dich mal daneben und guck mal zu, wie der Planer plant. Und dann fragen Sie ihn, Mensch, du hast jetzt gesagt, der muss vorne in die Tour. Warum muss der in den vorderen Teil der Tour? Und dann sagt er, nee, der muss bis 10 zugestellt werden. Ich sage, woher weißt du das? Na, ich kenne den Kunden. Ja? So, er kennt den Kunden. Was ist denn, wenn der morgen nicht mehr da ist? Dann ist dieses Wissen weg. Das heißt, die gesamte Geschäftsgrundlage, auf dem Sie Ihr Business aufbauen, geht dann, ist flüchtig. Und das ist das, was wir sehen, einen Disponenten zu finden, der sich vielleicht sogar in der Nacht hinsetzt. Denn viele unserer Prozesse passieren tatsächlich in der Nacht. Wir haben einige Kollegen aus dem Großhandel dabei, aus dem Speditionsbereich. Wir reden über Schichtzeiten 22 bis 4 Uhr, da entsteht die Planung oder manchmal auch 18 Uhr und dann in die Nacht rein. Ja. Früher hieß das Touren legen, weil die manuell geplant werden. Heute sitzt ein Disponent davor, macht es mit seinem Wissen. Sobald wir da einen Wechsel haben, ist dieses Wissen weg. Und das ist natürlich für einen Geschäftsprozess, ein Geschäftsmodell ja nicht nur gefährlich, sondern teilweise wirklich tödlich. Und was wir natürlich immer wieder beachten, ich komme selber persönlich aus der Praxis, aus dem elterlichen Speditionsbetrieb, über die Logistikberatung dann zur PTV. Wenn Sie heute mal angucken, wie viel unserer Touren, die Sie zwar als Disponent vielleicht von Ihren Kollegen geplant lassen haben, aber dann der Fahrer entscheidet über die Reihenfolge. Wir hatten so einige Gespräche in der Praxis, ja. Da entscheidet zwar der Disponent, was kommt aufs Auto, aber in welcher Reihenfolge der Fahrer das fährt, das entscheidet oft der Kollege direkt unten an der Rampe, der die Tour packt. Ich habe bei mir während des Studiums in Berlin Stückgut Aushilfe gefahren, habe mir damit das Geld verdient. Und wenn Sie mal 18 verschiedene Stopps in Berlin, und ich kannte damals meinen Kiez, meine Ecke, meinen Bereich sehr gut, aber plötzlich habe ich halt eine ganz andere Ecke bekommen und ich sollte 18 Stopps damals noch mit einer Karte in die Reihenfolge bringen.
Den kann ich dazu gerne mal einladen. Das ist sehr, sehr spannend. Sie werden nicht die beste Route und die beste Reihenfolge finden. Und da haben Sie noch keine Restriktionen berücksichtigt, keine Öffnungszeiten etc. Ja. Das sind Dinge, dieses Wissen in ein reproduzierbares System, in einen Prozess zu gießen und es in Ihrem Unternehmen zu konservieren, sind eigentlich neben Effizienzsteigerung, neben Kosteneinsparung die wichtigsten Motivatoren unserer Kunden. Ja. Was sind aber Herausforderungen? Und wir haben fast täglich damit zu tun, unsere Kunden davon zu überzeugen, dass Automatisierung auch für sie wichtig ist und auch der richtige Weg ist. Weil wenn Sie heute die Gespräche führen, sitzt oft eine Geschäftsführung da und sagt, das ist genau das Richtige, das machen wir so. Wenn Sie dann aber eine Ebene tiefer kommen, ist da oft noch gesunde Skepsis, Vorsicht, Bedenken oder Ähnliches da, ja, bis hin zu Themen natürlich, dass Daten fehlen, aber es sind oft ganz andere Dinge auch, die daran hindern, erfolgreich in solche Prozesse einzusteigen. Das eine ist natürlich, das ist oft teuer, ja, so ein Disponent, der ist ja da, der steht auf der Payroll, da sind halt 2, 3, 4 Leute, die sind auch schon immer da gewesen. Eine Software kostet plötzlich Geld. Ja, und wer so Vertriebssoftware lange Jahre gemacht hat, der hat es öfters mal, dass jemand vorhin steht und sagt, geben Sie mir doch mal einen Rabatt von 50%. Die Software haben Sie doch eh schon entwickelt, ob Sie da eins mehr oder weniger bezahlen. Ja. Das heißt, auch die Wertschätzung ist da oft für Wertschöpfung als Software so gar nicht gegeben. Wir merken aber gerade in der Automatisierung kommt es immer weiter. Ja. Aber auch ganz wichtig das Thema Legacy-Systeme. Also ich habe heute eine Systemwelt, die ist ja da, ein Vorsystem, eine Kommissionierung, ein Lagersystem, Prozesse, die auf die alten Tourenplanungsprozesse, auf regelbasierte Tourenprozesse abzielen, darauf eingestimmt, getrimmt und fokussiert sind. Wenn man dann natürlich nur an einer Stelle eine Optimierung macht, dann ist es oft schwierig, dass die Systeme und Prozesse davor und dahinter wieder dazu passen. Also ich muss eigentlich Veränderungen an mehreren Stellen vornehmen und ganz oft natürlich, Sie sehen es auf der rechten Seite, das Thema Kundenakzeptanz, Change Management, interne Kommunikation ist dabei ein extrem wichtiges Thema, was wir gerne auch mit unseren Kunden gemeinsam angehen. Also wir geben ihnen nicht nur ein Stück Software, sondern wir geben ihnen auch Know-how und Unterstützung bei diesem Prozess. Was ist aber eigentlich für uns, und jetzt möchte ich ein bisschen tiefer ins Optiflow reingehen, mit eins der wichtigsten Punkte, wenn wir über Automatisierung reden, und das ist in meinen Augen das Thema, die Komplexität der Aufgabe auch lösen und beherrschen zu können. Ich komme noch aus der PTV-Welt, aus dem Route Optimizer, habe lange das Produktmanagement gemacht. Und wir haben uns viele Tage, Nächte um die Ohren geschlagen, weil wir versucht haben, mit dem Kunden eine vollständige Automatisierung hinzubekommen. Das heißt, das wollten viele Kunden auch schon vor 10 Jahren von uns. Hier ist der Algorithmus. Ich möchte eigentlich, wir haben es damals genannt, eine dressierte Affen-Einknopflösung. Alles rein, planen, optimieren und hinterher das perfekte Ergebnis raus. Ja. Das ist uns mit den Tools bisher oft schwer gefallen. Das ist für mich eins der wichtigsten Learnings gewesen und auch mit eins der für mich spannendsten Entwicklungen in den letzten 2 Jahren, dass wir mit der Conundra, mit Optiflow jemanden dazu bekommen haben, der uns in die Lage versetzt, wirklich Automatisierung anzubieten. Das heißt, wir sind in der Lage, nahezu jeden, vielleicht hauptsächlich auf die letzte Meile fokussierten Tourenplanungsprozess zu automatisieren. Es gibt immer wieder auch Anforderungen, die sind speziell, die muss man sich gemeinsam angucken, aber ich würde sagen, so eine Range von 95% trauen wir uns mittlerweile zu. Ich sehe gerade einen unserer, dienstältesten Berater, der da hinten nickt, der da sehr skeptisch die ersten Jahre war, aber auch der mittlerweile viel Spaß hat, mit den Kunden gemeinsam eine Automatisierungslösung zu finden. Und wie machen wir das? Ich verzichte jetzt auf zu viel Technik, aber es gibt natürlich weiter so Dinge wie Restriktionen. Ja? Ich brauche eine Hebebühne, einen Kran, Temperatur geführt. Wir haben Dinge, darf nicht mit dem Auto, darf nicht mit einem großen, kleinen Auto. Aber was für mich eigentlich so wirklich bahnbrechender Wechsel ist das Thema Labels bei uns im System. Das heißt, wir sind auch in der Lage, weiche Kriterien in eine Tourenplanung reinzugeben. Mit eins der wichtigsten Funktionen ist eigentlich, dass wir uns in einem Distributionsbereich, in einem Distributionsgebiet fast immer mit Menschen, oder wir haben es immer mit Menschen zu tun, mit Fahrern, die sich in bestimmten Regionen auskennen, die die Kunden kennen, die historisch dort herkommen, geografisch sich im Gebiet auskennen. Und wir haben die Situation, dass uns Kunden sagen, der Fahrer ist einfach schneller, der schafft mehr in dem Gebiet, wenn er seine Kunden kennt.
Ja? Früher haben wir das mit harten, fixen Gebieten gelöst. Das heißt, es gab die feste Rahmentour, das feste Tourgebiet oder ähnliches. Und da bestand eine Regel, alles Postleitzahl XY auf Tour 7, Z auf Tour 8 und so weiter. Und ein Disponent hatte eigentlich die Aufgabe, die überlaufenden Touren, nämlich die zu viele Kunden drauf, zu viele frühe Kunden drauf, zu viel Gefahrgut drauf, gibt es 1000 Gründe, warum so eine Tour überlaufen kann, zu viel Servicezeit, also Volumen nicht voll, aber vielleicht im Handling eine hohe Zeit, musste die ausgleichen. Und was hat er gemacht? Der schiebt zwischen Touren, Tourgebieten eigentlich Aufträge hin und her, ja, und verbiegt eigentlich seine eigene Regel, damit es überhaupt die praktikabel ist. Das war für mich mit eins der wichtigsten, und wir haben eine Demo draußen vorbereitet, die wir Ihnen gerne zeigen wollen, eine der wichtigsten Änderungen im Optiflow, die wir jetzt in der Lage sind, Ihnen eine Kombination aus Gebieten, Gebietsstrukturen, Touren, Kenntnis der Fahrer, wir nennen es weiche Gebietsgrenzen, ins Optiflow zu modellieren, aber der Algorithmus entscheidet von Anfang an trotzdem nach Kostenkriterien, wer fährt welche Tour. Und wir können da drin sogar ein bisschen steuern. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Sie geben Ihren Tourgebieten das Label, du bist Nord, du bist Süd, bei mir ist es Nord, Süd, West, Ost und Mitte. Sie sagen, welches Fahrzeug darf sich in welcher Region oder Fahrer darf sich wo bewegen. Sie können auch mehrere Regionen setzen, Nebenregionen setzen oder ähnliches. Ja. Und dann haben Sie über die Order-Vehicle-Cost die Möglichkeit, den Algorithmus zu belohnen. Das heißt, es wird für ihn günstiger, wenn er das richtige Fahrzeug einsetzt für das Gebiet. Ja, also er hat jetzt hier im Gebiet West, ist ein lilaner Auftrag, nimmt das lilane Auto, wird es für ihn mathematisch unter der Haube günstiger. Nimmt er ein anderes Auto, wird es sogar teurer. Damit kann man spielen. Ja, muss man nicht, aber kann man genauso abbilden. Das heißt, der Algorithmus wird zum einen seine Optimierungskriterien, Weg, Zeit, Fixkosten, Anzahl Fahrzeuge, Termine, Restriktionen, alle berücksichtigen und wird dann aber auch das Thema Gebietseinhaltung mit planen. Und wie stark er das planen muss, das entscheiden Sie auch über die Höhe der Kosten. Ja, wir haben Kunden, die ganz starke Fluktuationen in den Saisonalitäten haben, nicht Fluktuation, das falsche Wort, Saisonalitäten. Das heißt, die am einen Tag nur 50% und am nächsten Tag 110% ihrer Durchschnittsmenge oder sogar 120%. Lebensmittelbereich, nächste Woche ist Feiertagswoche in Deutschland. Wenn Sie da mit den Lebensmittelhändlern sprechen, die fahren schon alles vor. Ja? Das heißt, die Tage davor und danach sind wahnsinnig voll, meist die davor. Da haben wir plötzlich 110, 120% und an so Tagen ist das Gebiet fast egal. Das heißt, Hauptsache die Ware kommt raus, alle Kunden sind pünktlich und so weiter. Wenn Sie aber wieder einen ruhigen Tag haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass der Fahrer in seiner Ecke fährt, die Touren auch vielleicht nicht immer 10 Stunden, sondern mal nur 8 oder 8,5 Stunden lang sind. Und genau das sind Dinge, die wir anbieten können. Ja. Was für mich ein zweites Thema ist, was total spannend ist, ich gucke gerade, ich sehe leider die Uhr nur so ein bisschen, aber ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich noch. Sehr, sehr gut. Sind sehr, sehr spannende Themen, die mich vor Jahren schon umgetrieben haben. Fast jeder zweite Kunde ist zu uns gekommen und hat gesagt, unsere Kunden haben Wunschzeitfenster. Steht man erstmal da und sagt, was ist denn ein Wunschzeitfenster? Ja, ein Wunschzeitfenster ist, Sie haben eigentlich eine Öffnungszeit von 7 bis 10:30 Uhr. Das ist das technisch Vereinbarte mit Ihnen. Sie müssen von 7 bis 10:30 Uhr liefern. Aber weil der halt schon immer auf einer Rahmentour war und der Fahrer fast immer in dem Gebiet vorne angefangen hat bei dem Kunden, ist der Kunde gewöhnt, zwischen 8 und 10 seine Ware zu bekommen. Wir wissen genau, wir könnten auch eine halbe Stunde eher, eine halbe Stunde später oder sogar eine Stunde eher kommen, aber das ist nicht schön, das möchte der Kunde nicht. Ja. Genau diese Chance haben wir in der Modellierung im Optiflow. Das heißt, Sie können im Optiflow nicht nur ein Zeitfenster angeben, sondern Sie können quasi beliebig viele Zeitfenster angeben für die Belieferung eines Kunden. In meinem Beispiel, 8 bis 10 Uhr ist das Wunschzeitfenster des Kunden. Das heißt, dieses Zeitfenster ist für Optiflow kostenfrei. Er wird dort keine Kosten haben, wenn er das benutzt. Sobald er auf eine der Ausweichzeitfenster ausweicht, wird es bestraft intern mit einem Strafkostensatz, mit einem Penalty-Kostensatz. Ja. Das heißt, Optiflow wird, wenn es möglich ist, jeden Kunden pünktlich beliefern. Jetzt kommt aber genau der Tag, eine Tour fällt aus, ein Fahrer wird krank, ein Auto weniger oder ich habe wahnsinnig viel Ware einfach oder wahnsinnig viele Fixtermine.
und ich muss variabel reagieren. Was ist bisher passiert? Ja, ein Disponent hat irgendwie die Touren umgeschoben. Ob er das morgens in der Zeit noch geschafft hat, ist dann auch so eine Frage. Der Fahrer hat nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie selber entschieden, welcher Kunde wird pünktlich beliefert und welcher nicht. Und genau da setzen wir den Kunden in die Lage, zu steuern, bei welchem Kunden möchte ich im Zeitfenster bleiben. A-Kunden, hohe Priorität, ja, der kriegt nur das erste Zeitfenster. B- und C-Kunden darf ich aber auch in Randgebieten, Randzeiten ausplanen. Und genau das kann Optiflow im ersten Planungslauf. Das heißt, das ist integraler Bestandteil Ihrer Tourenplanung. Sie müssen dafür nicht einen zweiten Lauf, eine Variante oder wenn die Touren zu voll sind, sondern das macht der Algorithmus im ersten Lauf gleich mit. Ja, und das ist wirklich, wer sich damit beschäftigt, ein ganz spannendes Thema. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht von Lieblingstour zu Lieblingsfeature und sonst was komme, aber fast das nächste genauso wichtige und für mich wahnsinnig spannende Thema, was wir fast jeden Tag in der Praxis haben, ist das Thema Tourlänge. Wer das kennt, weiß, wenn Sie mit einem Disponenten erstmal reden, dann sagt er als erstes, wie lange sind denn Ihre Touren? Dann sagt er 8 Stunden. 8 Stunden sind unsere Touren. Dann gucken Sie sich die Ist-Touren an und sagen, das sind nie 8 Stunden. Wir reden da eher über 9, 9,5, 10 und dann, ja, man darf ja zweimal die Woche und so und das passiert schon und die bauen dann im Sommer Überstunden auf, im Winter bauen sie die wieder ab. Es kommt also immer die Frage, wie kann ich dynamisch auch eine Tour mal verlängern, wenn es Sinn macht. Ja? In der alten Welt, wer vielleicht unsere alten Algorithmik noch kennt, sind ja auch einige Bestandskunden da, haben wir das eingestellt mit einer maximalen Tourdauer. Tourdauer eingestellt, 8 Stunden. Ja. Wenn Sie so einen Algorithmus dann ein Planungsproblem geben, dann findet er bei mir in der Beispieltour, Kunde A, B, C und D passen wunderbar auf eine Tour, das Auto fährt zurück, sind wir bei 7 Stunden 42. Jetzt liegt direkt auf dem Weg zurück zum Depot noch ein Kunde, der würde da perfekt drauf passen. Die Menge passt, Auto hat Platz genug, aber der kommt rechnerisch über die 4 Minuten drüber. 8 Stunden, 4 Minuten. Er sagt, die alte Welt, der alte Algorithmus ist nicht erlaubt. Die Tour schlage ich nicht vor, guckt ein Mensch mit drauf und das ist uns wirklich praktisch passiert. Und der Disponent gesagt, warum nimmt denn der den nicht noch mit? Ja, weil wir gesagt haben, na dann verstößt du ja gegen deine 8 Stunden. Sagt er, ja, aber 4 Minuten, das ist doch nur ein Plan. Der eine Fahrer ist eh ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. Ja, das passt schon. Was war damals die Antwort? Früher immer, wir haben die Tourdauer auf 8 Stunden 10 eingehalten. Da passiert aber irgendwann wieder genau das gleiche Problem. Im Optiflow haben Sie eine ganz smarte Funktionalität, nämlich, das ist im Englischen heißt sie dann einfach Overtime, ja, also ich kann eine Tour verlängern. Ich gebe dem Algorithmus also die eigentliche Tourdauer, Max Timespan, und ich gebe dazu eine gültige Overtime. Wie lange darfst du maximal die Tour verlängern? Das können 5 Minuten sein, 10 Minuten sein, es können 2 Stunden sein, das ist beliebig. Und Sie legen fest, wie teuer das für den Algorithmus wird. Das heißt, Sie bestrafen den Algorithmus, wenn er in diese Überstunde reingeht. Das hat aber den Vorteil und den Charme, dass er bei Touren, wo er eine richtige Effizienz findet, diese Verlängerung zu benutzen, nämlich genau in dem Beispiel hier, braucht ein Disponent nicht mit einem zweiten Auto in das Tourgebiet reinfahren, um den noch zu planen, weil das wäre ja die Konsequenz. Entweder ich lasse den Kunden liegen oder ich fahre mit einem zweiten Auto in das Tourgebiet rein, weil das sonst nicht passt. Ja. In dem Fall würde er vielleicht sogar ein ganzes Auto sparen, massiv Kilometer sparen, mit einer Verlängerung von 4 Minuten. Und genau das ist ein Feature, dass Sie nämlich genau nur da Touren verlängern und Überstunden produzieren, wo sie auch kostenrechnerisch Sinn machen. Ja? Und nicht per se mit dem Besen über alle Touren gehen und sagen, jetzt machen wir bei allen 8 Stunden 15. Ja? Das ist genau nicht das Ziel und nicht der Nutzen. Deswegen ist es für mich eins der wichtigsten und smarten Features, um in eine echte Automatisierung zu kommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir damit viel praxisnahere Touren kriegen, die auch eine sehr, sehr starke Akzeptanz bei Disponenten haben. Ja? Also auch das Thema Kompaktheit, wie kompakt Tourgebiete dadurch werden und so weiter. Das sind sehr, sehr spannende Themen. Ich will Sie gar nicht mit zu viel Details noch ändern. Da sind natürlich ganz viele Sachen drin. Wir haben natürlich auch Pausenzeitregelungen dabei, Lenkzeit, Ruhezeit, Arbeitszeitregelungen. Das sind alles Dinge, die wir natürlich weiter berücksichtigen, kennen, können. Ja? Das sind die Basics für uns, um überhaupt eine gültige und praxisnahe Tourenplanung zu machen. Wir haben das Thema Verkehrsinformationen mit drin, um gute Planungen hinzukriegen. Das sind alles Dinge, die wir haben. Ich würde mich freuen, wenn wir Ihnen 1, 2 Dinge vielleicht direkt an den Präsentern draußen im Anschluss zeigen können, morgen den ganzen Tag zeigen können. Wir sind auch in den Deep Sessions noch da und können da noch einiges tun. Ja.
Jetzt vielleicht wieder so ein bisschen zurück, um dann auch irgendwann den Bogen zum Disponenten schlagen zu können, nämlich was machen wir denn mit dem in Zukunft? Ja? Also das Erste ist, glaube ich, da sind wir uns einig, Digitalisierung ist natürlich nicht nur eine Aufgabe des Disponenten als solches, sondern in meinen Augen ist das was eigentlich im Bereich Geschäftsführung, also in die Managementaufgabe reingehört. Und das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder merken, Projekte, die vom Management unterstützt, gefordert und promotet werden in Unternehmen, gehen oft viel, viel schneller, sind mit einem besseren Ergebnis unterwegs, als wenn sie komplett aus der Masse organisiert oder strukturiert werden. Ich glaube, für digitalen Wandel brauchen wir immer Managementunterstützung, der dabei ist. Ja. Was sind aber noch weitere andere Dinge, die unbedingt wichtig sind, außer dass wir das Management auf unserer Seite haben? Das ist natürlich Visionen und Strategien für das eigene Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, wo will ich überhaupt hin? Warum mache ich das ganze Thema Digitalisierung und Automatisierung? Ja? Ich muss auch überhaupt mal eine digitale Kultur im Unternehmen etablieren. Wir haben sehr, sehr viel mit Kunden zu tun, die natürlich sehr traditionelle Geschäftsprozesse haben. So eine Disposition ist im ersten Blick erstmal nicht super spannend, sondern die ist ziemlich langweilig. Ja? Wer das kennt, ich komme, wie gesagt, noch aus dem elterlichen Betrieb. Bei uns saßen 7 Disponenten im Kreis. Jeder hatte einen Aschenbecher und mindestens die zweite Schachtel Zigaretten ab 15 Uhr auf dem Tisch und dabei wurden Touren geplant. Ja? Das ist ein Business, das ist jetzt erstmal nicht sehr sexy. Ja? Da kriegen Sie keinen hinterm Ofen vorgelockt. Aber genau solche Dinge zu verändern, nämlich da einen smarten, modernen Touch reinzukriegen, Dinge wirklich völlig neu zu denken und zu verändern, sind Sachen, die vielleicht folgende Punkte besonders wichtig sind. Wir würden sehr, sehr gern neben der reinen Tool zur Verfügungstellung, neben dem Optiflow, Ihnen natürlich auch gerne bei dem Weg dorthin unter die Arme greifen. Wir würden Sie gerne unterstützen. Das heißt, in unserer täglichen Arbeit entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die Visionen und Strategien. Ja? Wo wollen wir hin? Wo kann das Ganze hingehen? Das Thema Prozessoptimierung. Viele unserer Kunden wissen zwar, wie sie bisher manuell planen, wissen auch, dass sie automatisieren wollen, aber wenn Sie ihn fragen, wie soll denn das morgen aussehen, dann weiß der Kunde das noch nicht. Das ist genau, was wir als unsere Aufgabe verstehen, mit Ihnen gemeinsam einen Weg zur Automatisierung und zur Einsparung zu erhalten. Ja. Digitale Partnerschaft, das sind Dinge, die hören sich auf dem Papier erstmal ganz theoretisch an. Das ist aber was wir wirklich leben und was wir erleben, dass wir in der nächsten, übernächsten Evolutionsstufe des Unternehmens immer wieder gefragt und auch wieder in den Loop genommen werden. Wie können wir folgende Dinge verändern? Wie können wir anpassen? Oft sind es Weiterentwicklungen am Produkt, ja, dass einfach noch neue Funktionen und Features in die Produkte reinkommen, die aber sehr, sehr spannend sind. Jetzt kommen wir zurück zum Disponenten und bevor du nervös wirst und mich dann stoppst, aber ich glaube, auch da habe ich noch 3 Minuten, kommen wir zurück zum Disponenten. Was macht der denn jetzt morgen? Ja, was machen wir mit dem? Wir haben es gerade gehört, die Dyna Group arbeitet mit 2 Disponenten, waren es, glaube ich, ja, die noch planen. So ein Rollenbild, das ist unsere Erfahrung, ändert sich natürlich, was so ein Disponent vielleicht morgen zu tun hat. In der Historie sind es oft ehemalige Fahrer, Lagermitarbeiter, die Kunden selber kennen, die Touren gut kannten und die hat man auch gebraucht genau an so einer Stelle. Wir merken, dass das Thema Überwachung und Kontrolle und Anpassung und Konfiguration der Algorithmen natürlich ein fortgehendes Thema ist und wir an der Stelle auch Menschen brauchen, die wir mitnehmen und die wir befähigen, solche Systeme zu benutzen. Sie sind im ersten Schritt erstmal sehr, sehr einfach. Wer einen Optiflow mal sieht, wird es nachher gern zeigen, der sagt, naja, da sind 3 Knöpfe, da drücke ich drauf und es ist das Ergebnis da. Das ist so richtig, wenn es richtig konfiguriert, gut in Betrieb genommen, gut parametrisiert ist. Aber genau die Anpassung an Veränderungen bei Ihnen sind Dinge, die demnächst, ob das noch Disponent heißt oder ob das eher ein Systembetreuer sein wird, ja, aber jemand sich fragen wird. Ja. Was natürlich, und da wünscht sich jeder eigentlich, der im Transportbereich unterwegs ist, ist natürlich, ich habe mehr Zeit für die Kundenbetreuung, für Eskalation, für Fehlermanagement oder ähnliches. Ja. Das ist ja was, neben der Disposition hat der Disponent, ich würde mal sagen, zu 80% noch andere Aufgaben. Ja. Die reine Dispo ist ja im Regelfall eher ein kleinerer Teil. Die Frage ist, wie zeitaufwendig ist es tatsächlich. Ja. Das sind natürlich Dinge, wo wir auch Menschen mitentwickeln, mit befähigen, wo wir auch in Teams sehen, dass da sehr, sehr viel Veränderung A notwendig ist, aber auch B gewünscht und gefordert wird. Ja.
Und deswegen ist meine These, wir sparen in seltensten Fällen große Mengen an Menschen ein. Das passiert in der Regel nicht, ja? Vielleicht in sehr, sehr ungünstigen Situationen, sondern wir verschaffen unseren Kunden, unseren Disponenten Zeit für die eigentlichen Kernaufgaben. Und das ist sicherlich mit eins der wichtigsten Benefits, die vielleicht nicht immer monetarisierbar sind und wo ich sofort gleich einen Kostenfaktor ableiten kann, aber die natürlich extrem wichtig sind. Ja? Wie sieht so ein Schritt aus? Auch da haben wir von der Döner Group gerade gelernt, ja, dass wir gesagt haben, wie funktioniert denn sowas? Einfach mal ganz transparent. Wir nehmen gerne einen Tag von Ihnen, einen Business Case, einen Tourenplan, vielleicht auch eine Woche, je nachdem. Das hängt vom Business Case ab, wie Sie arbeiten und vom Tourenplanungsprozess. Im Regelfall ist es ein Tag, wie Sie gefahren sind, ja, also wirklich die Ist-Touren, stellen die in unserem System nach, modellieren gemeinsam mit Ihnen nach Ihren Vorgaben und Anforderungen die automatisierte Welt und präsentieren das Ergebnis einer Optimierung im Vergleich zu der Ist-Welt. Ja, das heißt, Sie sehen, wie arbeite ich heute, wie sehen meine Touren aus, wie sehen meine Kosten aus und ich zeige Ihnen die optimierte, oder wir, das Team dazu, die optimierte Welt. Und genau dann steigen wir ins Gespräch ein, wie geht es dann weiter, Proof of Concept, Konzeptentwicklung und so weiter. Aber das ist so ein erster Schritt, den wir auch wirklich vertrieblich gerne mit Ihnen angehen. Sprechen Sie uns da sehr, sehr gerne drauf an. Das ist für Sie die Gewissheit, dass da A, erstmal ein Potenzial zu holen ist, B, wir das auch digital und automatisiert lösen können, ja, und alle Details kommen dann im Schluss. Ich habe mal die 2, 3 Sessions, wo wir morgen ganz explizit Deep Dive zum Thema Optiflow machen, mal visualisiert. Das soll natürlich nicht heißen, dass Sie nicht auch im Hauptraum auf der Bühne die Vorträge hören, gerade von unserem CEO, aber darf Sie gerne einladen, wenn Sie zur Tourenoptimierung mehr wissen wollen. Entweder heute noch, ich stehe jetzt 2, 3 Minuten am Counter bereit mit den Kollegen. Kommen Sie auf der Abendveranstaltung auf mich zu, kommen Sie morgen zu uns. Wir würden sehr, sehr gern mit Ihnen in die Reise der Automatisierung gemeinsam gehen. Dankeschön. Super. Questions? Gut. Hast du die gemeint, ne? Ja. Wollt ihr jetzt noch Fragen stellen oder wie er angeboten hat, entweder in den Deep Dives oder auch später in unserem Networking-Abend? Da. Ganz kurz, Ja. Thorsten Zwerg, hier Technologies. Sebastian, was für ein toller Vortrag. Ich bin dir super dankbar. Es ist so geil. Es ist wirklich toll, hier zu sein. Danke dafür. Aber ein Punkt noch. Die Disponenten, die von 10 bis 4 Uhr den Job machen, die gibt es auch nicht mehr. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, da meldet sich keiner mehr an. Das heißt, wir müssen uns alle umstellen. Das nur als Ergänzung. Aber ganz toller Vortrag. Danke. Bis später. Danke. Ciao. Stimmt. Also mehr ein Feedback als eine Frage, aber es ist auch immer super schön, wenn es natürlich die Referenten hören. Also vielen, vielen Dank dafür.